Frau Leitzhügel, Sie erlebten im Jahr 2014 einen schweren Unfall. Wie kam das? Ich war mit meinem Fahrrad unterwegs, als ich auf einer Straße fuhr und das wusste ich in dem Moment nicht. Von hinten kam ein Sattelschlepper, der hat mich nicht gesehen und ist über mich drüber gerollt. Kurz nach dem Unfall hatten Sie eine Nahtoderfahrung. Was können Sie davon berichten? Ja, wann das genau war, kann ich nicht genau definieren. Ich war nach dem Unfall sehr klar bei mir. Was mich erstaunt hat, ich hatte überhaupt keine Schmerzen. Ich konnte sogar noch den Fahrer des Fahrzeugs trösten, was mir eine ungemeine Erleichterung verschafft hat. Und als ich wusste, der Rettungswagen war da und dann war es so, dass ich loslassen konnte. Und wann genau die Nahtodeserfahrung war, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Was ich mit Bestimmtheit sagen kann, das ist, dass ich zunächst, als ich mich an das Geschehen erinnerte, dieser Nahtoderfahrung, ich teilweise Angst hatte, es könnten eine geistige Störung meinerseits sein. Ich habe mich nicht mehr für ganz voll genommen und vor allen Dingen habe ich befürchtet, dass andere Menschen mir keinen Glauben schenken würden, was ich dann auch so erfahren habe, weil es so abstrakt eigentlich war und ich eher vermutete, es könnten Halluzinationen gewesen sein. Aber es ist jetzt 7 Jahre her und es ist auch so, dass ich mich wirklich an jede Einzelheit, an jedes einzelne Wort, an jede Wahrnehmung während dieser Erfahrung in, in winzigsten Details erinnere. Das erstaunt mich sehr. Was haben Sie da erlebt? Ich habe erlebt, dass es ging mir überhaupt nicht gut. Ähm, Es war ein großes Tohuwabohu an Geräuschen um mich herum. Auch wenn ich eigentlich schmerzfrei war, hatte ich dann doch auch während des Unfalls große Ängste. Und ich weiß, dass ich sehr stark geblutet habe, weil durch den Unfall auch eine Hauptgefäße verletzt waren und ich in der Mitte auseinandergerissen war. Und ich bin plötzlich es war wie ein Gang in einem Garten, in einem wilden Garten. Das heißt, um mich herum, rund um mich herum eine relative Enge und rund um mich herum wie ein Dornengestrüpp, durch das ich aber frei hindurchlaufen konnte. Es hat mich nichts gekratzt oder verletzt, aber es war unangenehm. Und ich weiß, dass ich ans Ende dieses relativ engen Ganges, da habe ich gesehen, das endet da hinten und ich wollte da auch unbedingt hin. Und je näher ich diesem Ausgang kam, desto erleichterter war ich. Und als ich da hinaustrat aus dieser Laube oder diesen Verwirrungen, diesen Gehölz, in dem ich da war, befand ich mich auf einem weiten, kargen Feld. Ähm, es war es war fast wie eine Wüste. Es war alles Ton in Ton in einem hellen Beige-Gelb, aber ohne dass ich da einen paradiesischen Garten, wie ich das vielleicht erwartet hätte, wenn das jetzt das Jenseits wäre, gesehen habe, sondern es war eigentlich eher ja, wie eine Wüste, wie ein karges Feld, so wie ich das aus unseren Sommerurlauben vielleicht kenne in Sizilien, wenn das komplette Land abgedorrt ist, eher vielleicht sogar wie ein Stoppelfeld, wie ein abgeerntetes Stoppelfeld.
Also nichts, was ich jetzt berauschend schön fand, aber es war eine unglaubliche Stimmung dort. Und je weiter ich in dieses, also weg von diesem Laubengang, von diesem kargen, dieser Enge wegkam, desto besser ging es mir. Und ich war sehr erstaunt, da war irgendwo eine unsichtbare Grenze. Und je näher ich dieser Grenze kam, desto besser ging es mir. Und ich nahm dann, ich kann es nicht genau beziffern von der Zahl, aber ich meine, es wären 4 bis 5 Gestalten gewesen, die in Entfernung standen, die ich wahrnahm und die in einen, ja, von der Farbe ähnlich wie das Land, in einem, ich nenne sie meine Vanillemenschen, äh, Silhouetten eigentlich, sehr große Wesen, die menschenähnlich waren und die bekleidet waren mit einem Kleidungsstück, wie einem Umhang, wie einem weich fließenden Material, vielleicht eine Seide oder also was ganz Weiches, Angenehmes. Und es ging wirklich von Kopf bis Fuß und ich konnte darunter erahnen, dass das menschenähnliche Gestalten waren, die mir sehr freundlich gesonnen waren. Und ich habe mich dort ungemein wohl gefühlt. Und es war von meiner Körperwahrnehmung ganz eigenartig, weil es war wirklich so, dass wenn ich an einen bestimmten Punkt geblickt habe, ich zu diesem Punkt hingelangt bin. Es hat mich erinnert, in meiner Kindheit gab es so ein Raumschiff Enterprise oder wie das hieß. Und da war so ein Satz, Scotty, beam me up. Und so habe ich mich gefühlt. Also wenn ich in die Richtung geguckt habe, und dann war ich da schon. Und wenn ich in die Richtung geguckt habe, dann war ich da schon. Und das war eine Freiheit und es ging mir so gut. Und ich war ungemein losgelöst. Und um mich herum war eine Atmosphäre, die ich mit Worten kaum beschreiben kann. Es war ein ungeheures Glücksgefühl, eine Leichtigkeit, ein Frieden und ich möchte sagen, eine Liebe, die mich umfahren hat. Und ich kann aber auch gar nicht sagen, in welchen Zeiträumen ich mich da bewegt habe, wie lange das gedauert hat. Ich erinnere mich dann, dass relativ schnell diese Gestalten mit mir kommuniziert haben, aber die haben nicht gesprochen. Das war eher etwas Telepathisches. Es war so, als würde ich ihre Gedanken wahrnehmen und sie meine. Und ich erinnere mich aber sehr deutlich an die Worte, die ich da telepathisch wahrgenommen habe, die zu mir gesagt haben, Liane, wenn der Schmerz zu groß ist, wenn du es nicht mehr aushältst, darfst du zu uns kommen. Und das schien mir das größte Glück überhaupt, das Wunderbarste, was ich mir vorstellen konnte, zu denen noch näher hin zu dürfen, über diese unsichtbare Grenze bei diesen Wesen ankommen zu dürfen. Und da ich mich ja so wunderbar bewegen konnte, habe ich das Gefühl gehabt, als könnte ich jetzt so einen Sprung machen, als würde ich in Wasser springen, als würde ich an meinem Lieblingssee vom Steg ins Wasser hüpfen. Und ich wollte dahin unbedingt. Und ich wurde relativ sanft und trotzdem sehr bestimmt ausgebremst, bevor ich eben diesen Sprung machen konnte, bevor ich dahin gelangte. Und ich wurde ohne mein Zutun, ohne dass mich jemand angefasst hätte, plötzlich habe ich mich umgedreht und habe in die Richtung geblickt, aus der ich kam. Und ich stand zu meinem großen Erstaunen vor einem geöffneten, das war eine sehr dunkle Erde, vor meinem geöffneten Grab. Ich habe aber keinen Sarg gesehen, ich wusste aber, das ist mein Grab.
was in der Realität überhaupt nicht so ist, weil ich habe schon im Ruhrforst in Deutschland hier einen Baum haben wir vor Jahren gekauft, als mein Schwiegervater starb, und das wird unser gemeinsames Familiengrab. Also ich werde niemals so ein Grab haben. Und trotzdem war es so, ich sah dieses Grab in allen Einzelheiten, ohne irgendeinen Schmuck, aber vor diesem Grab stand meine engste Familie, unsere 3 Kinder, die ich in allen Einzelheiten sah. Und mein Mann und diese Vanillemenschen oder diese eigenartigen Gestalten, die teilten mir mit, du musst wissen, das gehört auch dazu. Und das gefiel mir dann gar nicht. Wahrzunehmen, dass meine Familie, die jüngste war damals 19, die sehr getrauert hat. Es wird jetzt zu lang, ihre Kleidung in allen Einzelheiten, das sehe ich heute immer noch vor mir. Wie sie gekleidet war, wie sie da stand, wie traurig sie war. Und das war aber wieder etwas ganz Besonderes. Ich konnte ihren Seelenzustand wahrnehmen. Ich konnte wahrnehmen, wie es ihr damit ging. Und es war mir aber bewusst, sie ist sehr traurig, aber sie schafft das. Das ist gut. Und was mich sehr, sehr dann auch bewegt hat, dass ich dann doch gezweifelt habe, ob ich da zu diesen Gestalten hinüber möchte, das war unser zweitgeborenes Kind, der ein sehr fröhlicher junger Mann war, 21 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ein sehr freundlicher, hilfsbereiter, lustiger, sehr gütiger Mensch, ein außergewöhnlicher junger Mann. Und ihn nahm ich wahr, voller Hass, voller Rachsucht, er war seelisch zerbrochen. Und dann nahm ich nochmal meinen Mann und unseren Erstgeborenen, also die standen alle so gestaffelt so schräg hintereinander. Und mein Mann und der älteste Sohn, die waren einfach nur erstarrt, sehr traurig, aber komplett wie versteinert. Aber bei denen wusste ich, die packen das auch. Aber dieses mittlere Kind, um den machte ich mir große Sorgen, und ich teilte dann mit, das kann ich meiner Familie nicht antun. Ich wollte unbedingt darüber, um meiner selbst willen, aber meiner Familie wollte ich das nicht antun. Und diese Wesen, diese mit den menschlichen Zügen, die waren ungemein milde und freundlich, mir ungemein wohlgesonnen. Das war eine unfassbare Liebe, wie ich sie hier im irdischen Leben noch niemals wahrgenommen habe, obwohl es einige Menschen in meinem Leben gibt, von denen ich weiß, dass ich sehr geliebt bin. Aber das war etwas ganz anderes. Und die sagten mir dann, du bist ganz frei, es geht jetzt um dich und du darfst wählen. Und ich merkte, dass ich diese Verantwortung nicht übernehmen möchte, dass ich das meiner Familie nicht antun möchte. Und ich weiß noch, ich habe dann so eine Bewegung gemacht. Ich stellte mich da mit verschränkten Armen hin, ganz entspannt, und rational dachte ich, ist gut, ich entscheide jetzt nicht, ich warte jetzt, bis die mich rüberholen, und dann ist es deren Verantwortung, dass es meiner Familie so geht, wie ich das dann gesehen habe. Und so habe ich gewartet. Und ich weiß nicht, wie lange ich da gewartet habe. Und irgendwann war es so, dass es war wie magnetisch, zurückgezogen wurde, weg. Ich habe mich entfernt. Ich hatte im Lauf dieser Erfahrung habe ich das Gefühl gehabt, ich komme denen immer näher. Ich stand also wirklich kurz vor denen, und plötzlich ging das zurück, und
in dieser Rückwärtsbewegung war ich total entsetzt, denn ich wollte eigentlich ja nicht weg, ich wollte dahin, ich wollte es nur nicht entscheiden. Und ich habe ganz laut opponiert und habe gesagt, halt, ich habe ja noch gar nichts entschieden, ich habe ja noch gar nichts gesagt. Und da kam auch wieder ein Lachen, wie ich es noch niemals gehört habe. Es war ein sehr lustiges, offenes, freundliches, sehr liebevolles Lachen. Und doch habe ich das Gefühl, die Angst bekommen, die würden mich jetzt auslachen. Und ich habe einen unglaublichen Zorn bekommen auf die. Und das habe ich dann auch sehr deutlich auf unflätige Art und Weise geäußert, beziehungsweise gedacht. Ich habe also mit Schimpfworten habe ich für mich, das möchte ich jetzt nicht wiederholen, dafür geniere ich mich ein bisschen, aber ich war total entsetzt und, und, und ich wollte das so nicht. Und als die wahrgenommen haben, wie böse ich bin auf die und wie ich die wirklich mit übelsten Worten beschimpfe, hörte das Lachen abrupt auf. Und sie sagten zu mir, doch, du hast entschieden. Es ist gut so. Und bevor ich da noch reagieren konnte, wurde mir mitgeteilt, Liane, wir sehen uns wieder. Bis später irgendwann. Du hast entschieden, es ist gut. Und als ich wahrgenommen habe, bis später irgendwann, wir sehen uns wieder und mir klar war, an diesen Ort darf ich wieder kommen, dann war in diesem Moment für mich eigentlich auch, Entschuldigung, diese Entscheidung in Ordnung. Dann war für mich das akzeptabel, dass ich jetzt da nochmal zurückgehe. Und ja, und dann bin ich wieder durch diesen engen Gang zurück, weg von diesem Licht, es war kein Licht, wie ich das vielleicht in der Zwischenzeit von anderen Nahtoderlebnissen gehört habe, dass das so mich geblendet hätte. Es war ein warmes, weiches, angenehmes, wunderbares Licht. Es hat mich nicht geblendet. Es war nur schön. War einfach nur schön. Und dann war ich wieder in diesem engen Gang und dann war es wieder unangenehm und ich habe wieder Geräusche wahrgenommen, ein Klirren und Klappern und Stimmen und das waren plötzlich wieder Ängste von irgendwelchen Leuten, die ich wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, ob ich im OP schon war. Ich weiß von meinem OP-Bericht, den ich mir dann mal irgendwann angeschaut habe, dass da irgendwann wohl auch das Herz kurz versagt hat und dass ich dann da aber dermaßen gut versorgt wurde und wieder ins Hier und Jetzt dann kam, was mir nicht bewusst war, denn ich wurde dann auch in ein künstliches Koma versetzt. Der Unfall, das war ein Donnerstag und das künstliche Koma, aus dem hat man mich dann samstags schon wieder zurückholen können. Frau Leitz-Hügel, Sie hatten bereits schon als Kind schon einmal eine Nahtoderfahrung. Was geschah da? Ja, habe ich eigentlich erst im Nachhinein jetzt so verstanden, dass das vielleicht ähnlich war wie das, was ich bei meinem Unfall erlebt habe. Ich habe einen starken Stromschlag erlitten. Ich kann es nicht genau sagen, in welchem Alter das war, aber es war auf jeden Fall Vorschulalter. Und da war es aber so, dass ich diesen Stromschlag erlitt und die Wahrnehmung war etwas anders als bei diesem Unfall, der jetzt vor 7 Jahren geschehen ist. Nämlich, dass ich in dem Moment, wo ich diesen starken Schlag
bekam, plötzlich in der Luft lag und in der Luft liegend allmählich höher geschwebt bin und ich sah meine Mutter und meinen Bruder, die da anwesend waren, unter mir äh, und äh, ich war auch komplett schmerzfrei. Das war ähnlich, aber ich bin so allmählich höher geschwebt, bis ich dann plötzlich wieder in meinem Körper drin war. Und das war sehr viel kürzer als diese Wahrnehmung, die ich jetzt hatte. Sie erlitten ja bei diesem Unfall schwerste Verletzungen. Wie lange dauerte der Heilungsprozess? Das war auch sehr erstaunlich. Meine Wunden, mir fehlt der linke obere Oberschenkel und meine linke Gesäßhälfte. Da war für mich eigentlich klar, sobald ich wieder einigermaßen klar denken konnte, dass ich genesen bin. Aber das dauerte dann fast ein halbes Jahr mit der Schwerstversorgung oder mit der Erstversorgung, mit den ganzen Operationen. Ich hatte sehr, sehr viele Operationen mit Spalthauttransplantationen, Lappentransplantationen. Das heißt, da werden dann Gewebelappen aufgelegt und die Haut musste komplett abgedeckt werden. Und die Schwestern haben sich sehr gewundert in meinem Heilungsprozess, dass ich kein Fieber hatte. Ich hatte, glaube ich, maximal 38,5, wenn ich mich richtig erinnere, an Temperatur. Und eine Schwester sagte dann auch eine Woche oder 10 Tage nach dem Unfall, sie konnte nicht glauben bei der Wundversorgung, dass ich keine Sepsis bekommen, also keine Blutvergiftung bekam. Ich bekam natürlich eine Antibiose, das heißt eine starke Antibiotikabehandlung, aber da kam noch Öl, da kamen noch Steinchen aus der Wunde, da war ja ein ganz großer Teil vom, wie gesagt, der Muskel und die Faszien, das ganze Fettgewebe, das war alles komplett weg. Und in dem Muskelgewebe, was da übrig war, da waren Steine, da war Öl, was da austrat. Und es konnte niemand verstehen, weshalb ich das überlebte. Und für mich war klar, wenn man daher kommt, wo ich jetzt gerade war, und dann stirbt man jetzt nicht mehr. Die Entscheidung, die ist dort gefallen, ob ich gehe oder zurückkomme, also im Leben bleibe. Wenn Sie so zurückblicken, was für eine Auswirkung hatte diese Nahtoderfahrung auf Ihr weiteres Leben? Viele Menschen begegnen mir und sagen, es wäre schrecklich, was mir passiert ist. Aber ich habe das Gefühl, hält sich absolut die Waage. Das Positive und das Negative ist ebenbürtig. Ich habe so viel Gutes aus meinem Unfall und aus dieser, ja, wenn es eine Nahtoderfahrung war, aus dieser Nahtoderfahrung geschöpft. Ich bin von einer unglaublichen Gelassenheit, bis auf wenige Ausnahmen. Ich kann mich auch im Autoverkehr noch über andere schon mal aufregen. Aber immer wieder komme ich an den Punkt, ich habe eine andere Relation zu Dingen. Ich habe ein anderes Verständnis. Ich habe eine andere liebevolle Art und Weise, mit Menschen umzugehen. Daraus dann eben auch meine ehrenamtliche Tätigkeit, dass ich nochmal eine Ausbildung gemacht habe in der Seelsorge und für Patienten da sein darf. Und das gibt mir ungemein viel und ich weiß das Leben auf eine andere Art und Weise zu schätzen. Der Gesang einer Amsel, das frische Grün jetzt gerade im Frühjahr, die Wahrnehmung der Natur und auch meine Wahrnehmung von Dingen zwischen Himmel und Erde, die wir vielleicht nicht begreifen können, aber von denen ich in der Zwischenzeit keine Angst mehr habe, auch dazu zu stehen
und keine Angst mehr habe, dass mich irgendjemand für verrückt erklärt. Und die Freiheit, anderen Menschen ihre Wahrnehmungen und ihren Glauben zu lassen, aber in meinem Glauben, in meiner Wahrnehmung zu wissen, was ich für mich weiß. Und ich hoffe einfach, dass ich auch jetzt mit meiner jetzigen Tätigkeit Menschen Mut machen kann. Und das erlebe ich des Öfteren, das Leben zu leben, das Leben auszukosten. Denn ich für mich, auch wenn ich in diesem Moment eigentlich lieber über die Grenze gehen wollte, bin nochmal ungemein dankbar, das Leben jetzt erleben zu dürfen. Ich lebe es anders, ich lebe es bewusster. Und ich freue mich dennoch auf den Moment, wo ich dann irgendwann in diese andere Welt gehen darf. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Frau Leitzhügel, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Thun.